So, nee, das ist noch nicht die Geburt, muss ich euch enttäuschen. Nur eine kleine Generalprobe, sozusagen. Ich bin jetzt in der 36. Woche. Ist also noch ein bisschen Zeit. Der Bauch ist, naja, ordentlich groß, war. Fundus ist hier oben angekommen unter den Rippen. Höher geht's nicht mehr. Baby liegt jetzt links, in der ersten Schädellage sozusagen. Vor 4 Wochen lag es ja noch rechts. Jetzt liegt es links. Und ja, so wird es wohl geboren werden. Ansonsten geht es mir gut. Das Einzige, was ein bisschen nervt, ist die Hitze. Da habe ich dann schon an manchen Tagen ein bisschen dicke Füße abends. Aber eigentlich kann ich nicht klagen. Ja, aber heute dachte ich, mache ich mal einen Probedurchlauf, eine Geburtssimulation sozusagen, einer Geburt in Eigenregie, also so wie ich das halt mache, wenn ich gebäre. Ich kann dabei natürlich nicht auf jedes kleine Detail eingehen, aber ich dachte, ich gebe euch so einen groben Überblick, ja, wie das so passieren kann. Was braucht man für eine Geburt? Eine schwangere Mama habe ich. Ein Baby am Termin. Ja, habe ich auch schon fast. Für die Probe reicht's. Und natürlich ein kleines Plätzchen, wo mich keiner stört. Ich habe hier mal ein Plätzchen simuliert. Laut Michel Audin ist ein idealer Geburtsort ein Raum, der abgedunkelt ist. Abgedunkelt habe ich. Der klein ist. Klein genug ist es, denke ich, auch. Was man noch nicht braucht, sind Beobachter. Habe ich nicht. Zeitdruck habe ich jetzt auch nicht. Niemand, der mich bewertet und halt meine Privatsphäre. So privat am besten, wie es bei der Zeugung des Kindes auch war. Da schaden also auch nicht ein paar Kerzen und ein bisschen Gemütlichkeit. Für mich nachher wird es wahrscheinlich draußen werden, weil ich kann draußen einfach am allerbesten entspannen und jetzt im Sommer bietet sich das an. Und da habe ich gern das Gras unter meinen Füßen und die frische Luft in meinem Gesicht und den Himmel über mir, dann ist es perfekt für mich. Ja. Je besser man entspannen und loslassen kann, umso besser. Dann fließen die Geburtshormone reibungslos und vermutlich geht dann auch die Geburt reibungslos. Ihr dürft das euch also ganz egoistisch sehr gemütlich machen. Ja, an Utensilien braucht man, will man, habe ich mir schon bereitgelegt. Ein Dress, das passende Dress für den Anlass. In dem Fall ist das ein Hemd, was man von aufknöpfen kann. Wahrscheinlich will ich am Ende nachher eh nackt sein, aber falls das nicht der Fall sein sollte, kann ich dann schnell aufknöpfen und das Baby auf meine Brust tun. Unter der Geburt ist einem schön warm normalerweise, jedenfalls dann zum Ende hin. Die Hormone tun ihre Arbeit, aber kalte Füße, wenn es nicht gerade richtig heiß ist, kommen vor, also Socken sind nicht schlecht dabei zu haben. Dann, um das Baby in Empfang zu nehmen, ein Handtuch. Ein rotes habe ich gewählt. Man sagt, dass das Baby sich dann, wenn es geboren wird, in ein rotes Handtuch eingewickelt so fühlt, als ob es im Bauch war. Weil wenn die Sonne auf den Bauch scheint, dann sieht das Baby wohl einen roten Lichtschein. Ob das jetzt nun so genau stimmt und ob sich das Baby viel draus macht oder nicht, das mag dahingestellt sein. Aber ja, das ist mein Baby-Empfangshandtuch. Was habe ich noch? So eine Uhr, um die Geburtszeit festzustellen. Ist nicht verkehrt. Und nachher, wenn das Baby raus ist, ein paar Vorlagen für den ersten Wochenfluss. Das kann am Anfang schon ja, ein bisschen mehr sein. Damit das Ganze Halt kriegt, habe ich hier auch noch einen schicken Oma-Schlüpfer.
in dezentem Schwarz. Im Krankenhaus gibt es Netzschlüpfer, die tun es auch. Und dann nicht verkehrt ist auch eine Gummiunterlage, die man sich drunter legen kann, wenn man dann auf dem Sofa oder im Bett sitzt oder liegt, damit man da nicht die Matratze einsaut im Krankenhaus. Oder kann man sich auch besorgen, die Einmalversion, die tut es auch. Aber bei mehreren Kindern, da lohnt sich dann schon die Waschversion. Ja, was habe ich noch? Eine Schere. Die Bastelschere meiner Kinder, aber Hauptsache scharf, weil die Nabelschnur ist recht zäh. Ansonsten ist es eigentlich egal, wie die Schere beschaffen ist, wenn ihr die Nabelschnur durchschneiden wollt. Wenn ihr andere Pläne habt mit der Nabelschnur, durchbrennen oder durchbeißen, keine Ahnung. Oder wenn ihr eine Lotusgeburt wollt, also die Nabelschnur intakt lassen, bis sie von alleine abfällt, dann müsst ihr euch halt die entsprechenden Utensilien besorgen. Aber das hier reicht mir aus. Oder wenn ihr abbinden wollt mit einer Schnur, in einem Bändchen oder so, mache ich nicht, weil ich faul bin. Ja, genau. Fotoapparat für die ersten Fotos, da sitze ich davor. Essen und Trinken nicht verkehrt, vor allem wenn es mal ein bisschen länger dauert, dann ist es gut, wenn man sich bei Kräften hält. Immer gut dann auch eine Toilette in der Nähe zu haben, habe ich hier. Ja, das war es eigentlich dann schon alles. Im Krankenhaus wird euch das meiste gestellt, bis auf den Fotoapparat vielleicht. Aber das ist jetzt meine persönliche Liste für zu Hause. Okay, dann kann es ja losgehen. Also, wer macht die Geburt? Mein Körper. Und ich schaffe ihm die besten Bedingungen und störe ihn dabei am besten nicht. Aber ich beobachte natürlich und denke mir meinen Teil. Also so Ich beobachtet meinen Körper, wie er gebärt und macht sich so verschiedene Gedanken. Was denke ich da? Ich denke mir, regelmäßige Wehen. Ob es jetzt losgeht? Geht es jetzt los? Geht es nicht los? So und so viele Minuten Abstand? Vielleicht auch nicht. Oder ich denke mir, mein Baby bewegt sich. Super, alles in Ordnung. Baby geht's gut. Oder ich denke dann auch, ich mag jetzt nicht mehr. Dieses Gefühl mag ich überhaupt nicht. Und dann reiße ich mich wieder zusammen und denke mir, nee, bleib ruhig. Immer schön atmen. Das sind nur heftige Muskelkontraktionen, sonst nichts. Oder mein Gehirn erinnert mich, nicht vergessen pinkeln zu gehen. Eine volle Blase behindert die Geburt. Also gehe ich ab und zu mal aufs Klo. Oder mein Gehirn registriert, du fühlst dich zittrig, du hast Durchfall, schwitzt und frierst. Das wird wohl die Übergangsphase sein und gleich ist das Baby da. Ja, also mein Körper arbeitet und mein Ich analysiert die Lage. Und ich bin also bei klarem Verstand und greife gegebenenfalls auf das Wissen zurück, was ich habe, um mich zu orientieren im Geburtsverlauf und mich zu vergewissern, dass alles in Ordnung ist. Und mein Ich entscheidet auch, welchen Gedanken ich nachgehe und ersetzt dann auch so Gedanken gegen alles wird gut und ja, das ist gut, das Baby kommt. Das ist so ein bisschen wie beim Ausdauerlauf im Sportunterricht. Da hat man auch zwischendurch keine Lust und will sich am liebsten ins Gras werfen. Aber wenn man ja eine gute Note will, hält man dann trotzdem durch. Und so ähnlich ist es bei der Geburt. Nur, dass man da nicht aussteigen kann. Da kann man sich nicht ins Gras werfen. Ja, wie beginnt die Geburt? Man hat ja schon Wochen vorher immer mal so genannte Übungswehen oder Senkwehen, wenn das Baby tiefer ins Becken rutscht. So Tage vorher oder auch am Tag vorher kommt der Schleimfropf. Das ist so eine glibbrige, nasse Masse, die ein bisschen auch mit Blut durchsetzt sein kann. Da weiß man dann schon, jetzt dauert es nicht mehr lange. Weil dann, das ist ein Zeichen, dass der Muttermund verstreicht. Und dann geht der Schleimfropf flöten. Aber das kann halt trotzdem noch ein paar Tage dauern, selbst wenn der Schleimfropf schon gegangen ist. Ist also nichts 100% sicher. Man kann auch nachts wach liegen und schon regelmäßige Wehen haben, auf die Uhr gucken und sich denken, okay,
Wehe, noch eine Wehe, Baby kommt wohl. Und dann das nächste, was man denkt, oh, es ist schon morgen und ich habe geschlafen und es ist kein Baby da. Aber dann ist die Geburt schon ziemlich nah, dann dauert es nicht mehr lange. Also ein paar Tage vielleicht noch maximal. Ja, der einzige eindeutige Geburtsbeginn ist Blasensprung. Platsch, da weiß man jetzt, passiert was. Nicht ganz so eindeutig ist ein Blasenriss. Das tröpfelt so ein bisschen und ein Blasenriss kann sich auch wieder verschließen und die Schwangerschaft weitergehen. Also da weiß man auch nichts Halbes und nichts Ganzes. Aber besser, man lässt sich da nicht verrückt machen, sondern wartet ab. Ja, am Anfang kann man die Venen noch verstecken, wenn die anfangen regelmäßig zu kommen. Meistens jedenfalls. Ich hatte auch schon Venen, die am Anfang ziemlich heftig waren und dann dachte ich, wie halte ich das durch? Und dann waren sie aber später nicht mehr so heftig. Also so schmerzhaft irgendwie. Aber meistens sind die am Anfang so, dass man tief durchatmet, sich ablenkt, dabei irgendwas anderes macht und es kriegt gar keiner mit. Später dann werden die Wehen heftiger, da muss man dann schon deutlich innehalten und atmen. Ich stelle mir dann immer vor, wenn ich einatme, dann öffnet sich der Muttermund und wenn ich ausatme, dann rutscht das Baby sozusagen, also dann geht es nach unten. Also das ist einfach nur, ich visualisiere mir das, ich stelle mir das vor. Das ist auf, raus. So gehe ich dann mit meiner Atmung mit und stelle mir das so vor. Wenn die Venen dann heftiger werden, dann will die Kraft auch sich Ausdruck verleihen, oder dann verleiht man der Kraft, die da wirkt, gut Ausdruck, indem man das vertönt oder besingt. Dabei kann man schön den Kiefer locker lassen, weil wenn man hier entspannt, entspannt es auch da unten und dann kann sich der Muttermund schön öffnen. Gut sind auch tiefe Töne. Das entspannt auch. Nicht so gut sind hohe Töne und so Jammertöne. Da verspannt man eher und dann erreicht man das Gegenteil von dem, was man will. Nämlich Anspannung und Schmerz. Ja. Hilfreich ist auch, wenn man sich abstützen kann, was auch immer man dafür nimmt. Türrahmen, eine Kommode. Ich finde es angenehm, was zu haben, was so über Hüfthöhe ist. Ob man da so das Becken ein bisschen entlasten kann. Oder auch während der Wehen eine aufrecht oder nach vorn gebeugte Haltung, damit das Baby sich auch schön vorn im Bauch zurechtlegt für eine schnelle Geburt. Also vornüber gebeugt ist deutlich besser als irgendwie so gefläzt auf dem Sofa oder so. Was man noch machen kann für die Wehen, ist, um sich durch die Wehen zu manövrieren, ist, wenn man ein Bild anschaut und da drin versinkt, so meditativ. Man kann sich auch was vorstellen, wenn man jetzt kein Bild vor Augen hat, kann man sich auch was vorstellen. Zum Beispiel, viele stellen sich dann vor eine Blüte, die sich öffnet, wie der Muttermund sich öffnet, wie eine Blüte. Oder wichtig ist auch, dass man sich auf positive Gedanken konzentriert. So, ja, mein Körper kann das und ich, nein, die nächste Wehe, oh Schmerz, ich will weg. Sondern wenn man sich da reingibt und ja, also wenn man das annimmt, was passiert, auch wenn es ziemlich ungewohnt sich anfühlt. In den Wehenpausen ist es gut, wenn man in Bewegung ist, damit das Baby besser und schön ins Becken rutschen kann. Also rumlaufen, tanzen mit Partner oder alleine. Alle möglichen Stellungen auch einnehmen. Vor allem wenn das Baby ein bisschen Nachhilfe braucht beim Runterrutschen. Das fördert die Geburt. Küssen, lachen, alles was sonst so entspannt, das darf man natürlich auch machen und bringt die Sache voran. Viele Frauen finden es auch sehr angenehm, im Wasser zu sein. Die leihen sich dann einen Geburtspool aus oder nehmen so einen Planschpool für die Kinder. Oder auch eine Regentonne, wenn man aufrecht sein will mehr. Ich bin mehr so der Landgebärer. Bei der letzten Geburt habe ich es mit Wasser versucht, aber das Kind war schneller als das Wasser in der Tonne. Deswegen habe ich keine Erfahrung mit Wasser. Aber viele Leute machen da gute Erfahrungen. Aber ich bin sowieso nicht so der Wassertyp, deswegen mache ich es eigentlich ganz gerne an Land.
Wenn die Wehen nachts anfangen, ist es ganz günstig, wenn man so lange weiter schläft, wie man kann, weil man ja nicht weiß, wie lange wird die Geburt dauern. Da ist gut, wenn man seine Kräfte schont und nochmal Kraft tankt. Und auch wenn man dann alle 15 Minuten vielleicht eine Wehe veratmen muss, solange man noch halbwegs liegen bleiben kann, dann kann man auch 15 Minuten schlafen. Und dann eine Wehe veratmen und dann wieder 15 Minuten schlafen. Ist besser, als stundenlang durch die Wohnung zu tigern und dann völlig erschöpft zu sein, wenn man gerade auf halber Strecke ist. Ja, bei mir ist es so, wenn ich aufstehen muss und es mit den Wehen im Bett nicht mehr aushalte, dann geht die Geburt richtig los. Aber da habe ich mich auch schon mal geirrt und es war nicht der Fall. Da haben die Wehen dann aufgehört, als ich aufgestanden bin. Und dann habe ich mich wieder ins Bett gelegt. Also es ist nichts 100%. Keine Geburt ist wie die andere und man wird immer mal überrascht. Später dann, wenn die Wehen an Kraft und Länge zugenommen haben, dann braucht es die volle Konzentration. Da kommt man dann auch in so eine Art Trance, also man ist in so einer Geburtsblase, würde ich jetzt mal sagen. Aber trotzdem ist immer noch so ein Teil vom Großhirn wach, aktiv und analysiert und registriert. Also so war das bei mir immer. Ich war nie völlig weggeflasht und dann war irgendwann das Baby da und das Baby ist ja da. Und dann war ich wieder bei Bewusstsein sozusagen, sondern ich war eigentlich immer, obwohl ich in dieser Geburtsblase war ich trotzdem immer auch da. Ja, in der Phase, da ist es auch total störend, wenn man dann angesprochen wird oder wenn einen irgendeiner irgendwie stört, anquatscht, berührt. Das alles, also weiß nicht, es gibt Frauen, die mögen das dann irgendwie, glaube ich, berührt zu werden, aber ich mag das überhaupt nicht. Dann ist auch schon die Übergangsphase nah, also als Übergangsphase bezeichnet man die Phase kurz vor den Presswehen. Bisher wurde die Geburt vor allem durch Oxytocin, also das Hormon Oxytocin, gesteuert. In der Übergangsphase kommt dann Katecholamine dazu, die machen, dass man sich zum Beispiel so zittrig fühlt. Manche Frauen müssen sich übergeben. Viele Frauen kriegen Angst, das ist so eine natürliche Angst, die durch diese Katecholamine ausgelöst wird. So ein Hilfe, ich will nicht mehr, ich kann nicht mehr, wenn das noch lange geht, überlebe ich das nicht. Das ist aber in dem Moment völlig normal und dann weiß man, jetzt ist es gleich geschafft. Zwischen den Wehen fühlt man sich eigentlich normal, nur die Wehenpausen sind halt so kurz, dass es trotzdem nicht so viel Normalfühlen gibt in dem Moment. Ja, aber da weiß man, jetzt ist es gleich geschafft. Jetzt fangen gleich die Presswehen an. Dazwischen kann es auch Latenzphasen geben, Phasen, wo der Körper sich das nochmal überlegen will, die Venen schwächer werden und man denkt, okay, was jetzt? Und dann lohnt es sich so ein bisschen Geduld zu haben und dann irgendwann legt der Körper den nächsten Gang ein und die Geburt geht weiter. Latenzphasen sind ganz gut, da kann man sich ausruhen, Kraft tanken, essen, trinken, was auch immer man für ein Bedürfnis hat. Ja, wenn dann die Pressphase näher kommt, dann hat man oft das Bedürfnis, nackt zu sein. Weiß nicht warum, aber es ist einem schön warm durch die ganzen Hormone. Und außer man fühlt sich wahrscheinlich beobachtet wie im Krankenhaus oder so, oder es ist kalt, dann vielleicht nicht, aber ich habe dann immer alles von mir geworfen. Wie weiß man dann, wann man pressen muss? Im Krankenhaus wird ja dann immer der Frau gesagt, okay, der Muttermund ist vollständig, Sie dürfen jetzt pressen. In der Realität braucht man das nicht. Die Tiere auf dem Feld, denen sagt auch keiner an, wann sie vollständig eröffnet sind, wenn sie gebären. Sondern der Pressdrang setzt ganz natürlich ein, wenn der Muttermund weit genug eröffnet ist und wenn der Kopf sich optimal positioniert hat. Denn dieser optimal positionierte Kopf, der löst den Pressdrang aus. Wenn der Kopf noch nicht optimal ist, dann kann der Muttermund vollständig sein, aber kein Pressdrang. Passiert öfters mal im Krankenhaus, dass Frauen zum Pressen angehalten werden, obwohl sie noch keinen Pressdrang haben, und dann pressen sie sich einen ab, weil der Kopf eben noch nicht optimal drin ist im Becken und verausgaben sich, obwohl das gar nicht nötig gewesen wäre, wenn man einfach ein bisschen länger gewartet hätte. Ja, wie presst man? Man folgt einfach seinem Körper.
Klassischerweise im Krankenhaus wird das Pressen angeleitet. Und ich zeige euch das mal, denn heutzutage mindestens 75% aller Frauen immer noch pressen so ihre Kinder raus oder werden so entbunden. Da nehme ich euch mal mit zu meinem imaginären Kreisbett. Also, da habe ich es. Im Krankenhaus. Frau, du bist vollständig eröffnet. Jetzt darfst du pressen. Okay. So, also, Hände in die Kniekehlen. Tief Luft holen. Und pressen, 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 pressen. Nee, Sie pressen noch nicht richtig. Sie müssen hier hin pressen. Okay. Luft holen und pressen, 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 pressen. Luft holen und pressen, 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 pressen. Und langsam machen. Und dann fummelt die Hebamme da rum und macht ihren Dammschnitt oder ihren Dammschutz, was auch immer. Genau. Und dann wird da das Baby rausgeholt. Ja, wie ihr vielleicht schon gemerkt habt, geht einem da manchmal die Puste aus. Weil wenn man so lange die Luft anhält, kriegt man natürlich keine. Und das Baby in dem Moment auch nicht. Ist also nicht so günstig. In andererlei Hinsicht ist diese Gebärposition auch nicht günstig, weil die Belastung auf den Damm größer ist. Es kommt also häufiger zu Dammrissen, als wenn man eine andere Gebärposition einnimmt. Und natürlich, wenn man mit seinem ganzen Gewicht plus das Baby auch noch oben drauf auf Kreuz- und Steißbein hier hinten sitzt, liegt, dann können sich die Knochen, die da sind, nicht gut bewegen. Und normalerweise tun die das nämlich und machen dem Baby mehr Platz im Becken. Und so hat das Baby halt weniger Platz im Becken und muss auch noch quasi schräg nach oben geboren werden, was gegen die Schwerkraft, was zusätzlich anstrengender ist. Man kann es also einfacher machen, deutlich einfacher. Indem man die Frau mal umdreht. Ich drehe jetzt also mal die Frau um. So, Vierfüßlerstand. Vierfüßlerstand ist eine super Gebärhaltung, weil Schwerkraft wird genutzt. Kreuz- und Steißbein haben Platz, um sich hier hinten zu bewegen. Das sind ja Gelenke rechts und links. Der Beckengürtel ist ja kein starres Konstrukt, sondern beweglich. Und gerade zur Geburt sind diese Gelenke alle schön aufgeweicht, sodass das gut möglich ist, solange man dem ganzen Platz gibt. Und dann hat das Baby gut Platz im Becken, folgt der Schwerkraft, wird geboren. Der Damm kann sich ganz natürlich ausdehnen. Und man kriegt auch gut Luft in der Haltung. Es gibt noch mehr Gebärhaltung natürlich. Am besten, man darf sich die ganz instinktiv aussuchen. Hocken ist auch noch eine Möglichkeit oder unterstütztes Hocken. Da kann man dann auf dem Schoß vom Partner sitzen oder auf einem Gebärhocker oder man stützt sich halt ab. Tiefe Hocke gibt es auch noch. Ja, wenn man das so machen kann, wie man das gerne möchte, dann ist das super. Und im Stehen kann man natürlich auch sein Kind kriegen. Das mache ich am liebsten. Ja, man steht einfach. Ich stütze mich dann gerne irgendwo auf und fange mein Baby auch selber. Okay, ich habe mich jetzt hier mal präpariert mit einem zweiten Baby, um euch eine Geburt vorzumachen, bevor es bei mir soweit ist. Also, dann wird das Baby geboren. Man spürt es, wenn es am Damm ist, das brennt nämlich. Diese Dehnung, die fühlt sich an wie ein Brennen. Man fühlt sich maximal gedehnt und man braucht jetzt auch niemanden, der einem da einen Dammschutz macht, aber viele Frauen finden es angenehm, wenn irgendwas, ein feuchtes Tuch oder
warme Umschläge, sowas da auf dem Damm sind. Aber eigentlich ist das Vordehnen oder das Dammschützen nicht wirklich nötig, wenn man seine Gebärhaltung selber wählt. Und wenn man sich dann dahin fasst, dann hilft es auch beim Entspannen, weil der Körper ist nämlich nicht dumm. Der macht alles schön weich zur Geburt. Die Hormone machen alles schön weich. Dass da also, wenn nur kleine Risse passieren, vor allem wenn man dann presst, wenn man es fühlt und nicht auf Kommando und auch nicht mit einer Betäubung oder so, sondern eben ganz natürlich und normal. So, also dann kommt jetzt mein Baby. Langsam machen ist natürlich eine gute Idee, um den Damm ein bisschen zu schonen. Da ist der Kopf geboren. Da ist meistens eine Pause, weil sich die Schultern drehen müssen. Schultern, da dreht sich die ganze Geschichte und das Kind guckt dann nicht mehr nach hinten, sondern zur Seite. So, was haben wir denn da? Oh, da ist ja die Nabelschnur um den Hals. Seht ihr das? Was machen wir denn jetzt, wenn die Nabelschnur um den Hals ist? Im Krankenhaus wird dann ganz schnell mal abgewickelt. Das kann man sich aber eigentlich sparen und sollte das auch, weil das Berühren der Nabelschnur oder auch das Rumzerren kann dazu führen, dass die Gefäße sich reflektorisch zusammenziehen und dann kommt beim Kind wenig Sauerstoff an. Das will man nicht, also lassen wir einfach die Finger davon. Was machen wir jetzt, wenn die Nabelschnur so kurz ist, dass das Baby nicht rauskommt? Da gibt es so einen kleinen Trick. Man zieht den kindlichen Kopf ein bisschen zu dem Bein, wo es hinguckt, und dann wird der restliche Körper so dadurch geboren. Der Nabelschnur hält zwar den Kopf noch am Ausgang, aber der Körper kann hinterher geboren werden. Und dann kann man das Ganze abwickeln und dann hat man da sein Baby. Kann man selber fangen natürlich, oder wenn man niedrig genug ist, auf die Unterlage plumpsen lassen. Oder der Partner kann es fangen, wie man das möchte. Dann guckt man, atmet. In der ersten Minute, wenn es dann noch ein bisschen blau ist und nicht gleich atmet, das ist normal. Da pulsiert meistens die Nabelschnur noch, das heißt, in der Nabelschnur fließt Blut. Baby ist also noch versorgt. Das braucht einen Moment, um umzustellen von Nabelschnurversorgung auf Atmung. Da muss man also keine Panik schieben. Das Baby fängt dann ziemlich schnell an zu atmen. Wenn nicht, kann man es mal anpusten, ein bisschen stimulieren. Das reicht in der Regel, dass das Baby sich umstellt auf draußen und atmen. Ja. Das Baby hat meistens auch noch Fruchtwasser im Hals. Im Krankenhaus wird abgesaugt. Man kann natürlich zu Hause auch absaugen. Muss man jetzt nicht unbedingt. Das Baby schluckt das Wasser auch selber. Aber man kann natürlich auch seinen eigenen Mund zur Hilfe nehmen, um das überschüssige Fruchtwasser da rauszusaugen. So, während ich so mein Baby also angucke, hört dann irgendwann auch die Nabelschnur auf zu pulsieren. Und die Plazenta wird geboren, schmerzlos, mit einer Wehe, innerhalb von einer halben Stunde, oder es kann auch 2 Stunden dauern. Da braucht man keinen Stress machen, solange man nicht stark blutet. Im Krankenhaus wird da gern Stress gemacht und dann wird Oxytocin, also künstliches Oxytocin gespritzt. Aber wenn das alles ganz natürlich läuft, dann kann man abwarten. Sollte natürlich irgendwann raus, ne? Will man ja dann auch haben. Aber Stress ist da nicht nötig. Ja, dann lassen wir mal die Plazenta geboren werden. Wlups, da ist meine Plazenta. Das hängt jetzt ja mit dem Baby in der Nabelschnur. Hängt das jetzt hier so schön aneinander. Wenn das geboren ist, alles beides, kann man die Nabelschnur durchschneiden, wenn man will. Am besten man lässt noch ein bisschen dran für den Anfang am Kind, also so ein Stück, weil das ja schon noch ein bisschen nässt. Also man muss keine Angst haben, dass da jetzt die Bakterien hier hochwandern, aber zur Sicherheit ist das gut, wenn man ein bisschen dran lässt. Kann man dann später kürzen, wenn es noch weiter getrocknet ist. Man muss auch nicht steril abnabeln im Krankenhaus, weil sobald das Blut hier drin aufgehört hat zu fließen, verkleben die Gefäßwände.
von der Nabelschnur. Und da kann da nichts mehr hochwandern oder wie auch immer und eine Infektion beim Kind machen. Im Krankenhaus ist es halt immer noch vielfach üblich, abzunabeln, bevor der Blutfluss in der Nabelschnur aufgehört hat. Und deswegen wird dann abgeklemmt und steril durchgeschnitten. Aber wenn man das alles so seinen Gang gehen lässt, ist das eigentlich nicht nötig. Und die Tiere im Wald machen das ja auch nicht steril. Ja. Das war jetzt meine Geburtssimulation. Eine Geburt ohne störende Momente. Was wären jetzt störende Momente bei der Geburt? Natürlich alles, was verunsichert, was Angst macht, was Stress macht, den Adrenalinspiegel hochtreibt sozusagen. Für viele Frauen ist das der Krankenhaustransfer. Ins Krankenhaus zu wechseln ist mit Stress verbunden, es ist eine ungewohnte Umgebung, ungewohnte Leute. Man verbindet damit meist auch unangenehme Erfahrungen. Das ist also deswegen auch nicht verwunderlich, dass bei vielen Frauen die Venen dann schwächer werden oder aufhören. Ja, was kann man tun, wenn man trotzdem ins Krankenhaus muss oder will und sich davon aber nicht die Geburt stören lassen will? Dann ist es am besten, man wartet so lange, bis die Venen sich so weit etabliert haben, dass die Geburt nicht mehr störanfällig ist. Und zwar, der Körper reagiert ja so. Bei Stress und Gefahr wird die Geburt angehalten. Geburtsstopp und Flucht. Wenn die Geburt aber schon so weit fortgeschritten ist, dass der Körper die nicht mehr anhalten kann, dann macht der Körper Geburt, aber schnell und dann Flucht. Baby nehmen und abhauen. Und wenn man in dem Zustand also ins Krankenhaus fährt, dann wird die Geburt schnell passieren. Aber wenn man vorher geht, dann ist natürlich die Chance groß, dass dann die Venen schwach werden und ja, was alles daraus folgt. Ja, das war mein kurzer Abriss. Wenn ihr euch mehr belesen wollt zur Geburt in Eigenregie, dann und die ganzen Details und Fragen, was wenn und was dann und überhaupt, das habe ich in meinem Buch ziemlich ausführlich aufgedröselt mit Studien und allem, was ich finden konnte. Ja. Ansonsten gibt es das nächste Video voraussichtlich in 4 Wochen, wenn das Baby dann noch nicht da ist. Und wenn ich dann auch noch Nerven habe für ein Video. Ja, mal gucken. Ich halte euch auf jeden Fall auf dem Laufenden und ihr erfahrt dann, wenn das Baby geboren ist. Und vielleicht mache ich auch kleine Clips zum Wochenbett. Mal sehen. Bis dann. Tschüss.